Guatemala. Eine Woche voller Kultur, Tränen, Enttäuschung und Faszination. Und vor allem Glücksgefühle. Hallo, wir sind jetzt in Antigua angekommen in Guatemala und wir sind hier, weil wir was ganz Besonderes vorhaben. Ich weiß nicht genau, ob man es auf der Kamera sieht, aber da hinten in den Wolken sieht man den Vulkan Fuego und rechts davon Acatenango. Der Fuego ist ein aktiver Vulkan, der alle paar Minuten explodiert oder ausbricht. Und auf den Acatenango, da werden wir hochwandern, sind ca. 1300 Höhenmeter bis zum Basecamp und von dort können wir dann den Ausbruch des Fuegos ganz nah sehen. In Antigua angekommen, treffen wir uns mit Rosalie, Stefan und Chelsea, die uns die Woche begleiten werden. Lecker. Nach einem gemeinsamen Abendessen gehen wir alle früh ins Bett, denn für die Wanderung müssen wir ausgeruht sein. Am nächsten Morgen um 6 Uhr geht es los. Total aufgeregt und mit ein bisschen zu viel Sonnencreme im Gesicht laufen wir zum Treffpunkt. Am Treffpunkt angekommen, besprechen wir nochmals die Route und bekommen ein kräftiges Frühstück. Immerhin haben wir mindestens 1300 Höhenmeter vor uns. Am Ende werden es sogar noch viel mehr. Auf dem Weg zum Startpunkt legen wir einen kurzen Stopp auf einem Markt ein, um uns mit frischen Früchten einzudecken. Auch einer frischen Kokosnuss konnten wir nicht widerstehen. Bevor es losgeht, dürfen wir noch mal kurz Hundewelpen knuddeln und uns hölzerne Wanderstöcke ausleihen, die uns die 1300 Höhenmeter zum Basecamp erleichtern werden. Dass es bei den 1300 Höhenmeter nicht bleiben wird, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann beginnt der Aufstieg, vor dem wir einen riesen Respekt haben. Wir erwarten einen harten Kampf gegen die Höhe. Get those juices going. Na? Zweite Pause. Ist schön anstrengend, aber es geht noch. Hey. How is it? Das geht doch nicht. That's the only German I know. They taught it to me. Auf dem Vulkan leben ca. 70 Hunde, die sich über einen Snack der Besucher freuen. Vor Corona waren es wohl um die 600, die aber aufgrund der fehlenden Touristen abgewandert sind. Wir sind jetzt ungefähr schon eine Stunde unterwegs zum ersten Punkt, da ist der Eintritt. Ich muss noch eine kleine Fee zahlen, ich glaube 100 Währung. Und dann geht es gleich los. Die meinen, es wäre jetzt der schlimmste Part, aber mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt fast am Camp für unser Lunch angekommen. Bis jetzt eigentlich ganz ordentlich, recht okay. Wir machen super viele Pausen. Wir sind ungefähr auf 3000 Meter jetzt. Da ist Anni. Ja, ein bisschen anstrengend, Luft wird dünner, aber bis jetzt echt alles in Ordnung noch. Lecker. Warum tust du dir das an? Auf dem Weg nach oben hat sich bereits Nebel gebildet. Doch unser Tourguide hat uns versichert, dass das kein Grund zur Sorge sei. Der Fuego liegt wohl auf der anderen Seite. Wir wären dann jetzt endlich angekommen. Es war nicht ganz so schlimm wie erwartet, aber jetzt bin ich ziemlich enttäuscht, weil wir sehen nichts. Kein Vulkan. Enttäuscht beziehen wir mit den anderen unsere Hütte. Waren die Reise nach Guatemala und die anstrengende Wanderung etwa umsonst? Am Nachmittag gibt es die Möglichkeit, noch weiter an den Vulkan heranzuwandern. Doch ob das die zusätzlichen 900 Höhenmeter wert sind, das wissen wir noch nicht, da der Vulkan weiterhin in den Wolken verschwunden ist. Und dann das. Die Sonne scheint und man sieht so ein bisschen auf den Vulkan. Wir haben gesehen, wie er eine Wolke rausgespuckt hat. Wir gehen jetzt
Ausgebrochen. Ja, ausgebrochen. Und wir gehen jetzt hier hoch. Also es sind nochmal ein paar Höhenmeter, die wir jetzt machen. Eigentlich war es nicht geplant, dass wir es machen, aber wir können uns nicht die Chance entgehen lassen, nochmal näher ranzukommen. Dann sind wir so 500-600 Meter weg vom Vulkan und hoffen natürlich auf ein schönes Licht. Wir sind jetzt noch 20 Minuten entfernt von Viewpoint. Und ja, ist irgendwie, der Aufstieg ist für mich noch viel härter als heute Morgen. Deshalb brauchen wir ein bisschen länger, aber ja. Wir hoffen natürlich, dass wir die Belohnung dann hochbekommen. Nach 2 Stunden kommen wir oben an und die Enttäuschung könnte nicht größer sein. Es ist kein Vulkan zu sehen. Als es sich dann ganz kurz zeigt, sind wir voller Hoffnung. Aber nach wenigen Minuten sind wir wieder in den Wolken und im eiskalten Wind. Während wir warten, hören wir den Vulkan die ganze Zeit ausbrechen. Wir warteten noch über eine Stunde in der Kälte. Doch es tat sich nichts. In der Dunkelheit müssen wir zurück ins Basecamp, ohne die Eruption überhaupt gesehen zu haben. Die Tränen der Enttäuschung kann Anni nicht zurückhalten. Zurück im Basecamp werden wir von den anderen schon erwartet. Wir berichten von unserer Enttäuschung und legen uns hin. So richtig schlafen können wir aber nicht. Zu groß ist die Hoffnung weiterhin, dass der Himmel irgendwann freizieht. Und tatsächlich, kurze Zeit später sehen wir plötzlich Sterne am Himmel. Und die Show beginnt. Morgen vom Acatenango-Vulkan. Gestern Abend sind wir hier fix und fertig angekommen und haben dann entschieden, aber nochmal da hinten auf die Ridge zu gehen, um dort nochmal einen besseren Blick zu bekommen. Aber leider haben wir überhaupt nichts gesehen, weil komplett alles im Nebel war. Dafür ist heute Morgen alles mega schön gewesen, richtig frei. Eine tolle Sicht auf den Vulkan, der alle paar Minuten ausbricht. Wieder mit einer ordentlichen Portion Sonnencreme und wunderbaren Erlebnissen im Gepäck geht es wieder nach unten. Wir haben es geschafft, wir sind unten angekommen, 2000 Höhenmeter hoch und runter, in knapp ein bisschen mehr als 24 Stunden. Ich bin stolz auf uns, hat sich gelohnt. Den restlichen Tag verbringen wir in Antigua und erholen uns von den Strapazen, während wir uns die Stadt weiter ansehen. Stefan hat herausgefunden, dass die Ruinas der Kathedrale eine hervorragende Soundqualität haben. Den Abend lassen wir auf der Dachterrasse ausklingen und stoßen an auf das, was wir erleben durften.
So, wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden, um hier die blaue Stunde zu fotografieren. Das ist der ganz bekannte Blick in Antigua mit dem Vulkan im Hintergrund. Und jetzt geht's gleich los. Wir fahren auf den Markt nach Chichicastronango und schauen uns da den Markt an und sind schon sehr gespannt, weil dort alles sehr traditionell angezogen sind und es auch nochmal was ganz Besonderes in Guatemala ist. Chichicastronango. Hier gibt es sonntags so einen ganz runden, schönen Markt. Und ja, jetzt haben wir erstmal das Kaffee und Frühstück. Und danach werden wir uns hier ein bisschen unter Treiben stürzen und ein bisschen was fotografieren. We're still in the moonlight. It's something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever close to the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get it. Another day to do it all again. Throwing open all the curtains wide. Not gonna miss a thing. Nothing's promised to you in this life, but it's there for us to take. So live